Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal kein Heli für euch, sondern ein Driftauto und zwar den neuen Kamtom hier in der roten Ausführung. Der Kamtom kommt natürlich RTR und mit allem, was ihr braucht. Hat auch noch zusätzlich einen ESP-Gyro verbaut, was das Driften, denke ich mal, vereinfachen soll. Das sehen wir aber später noch. Jetzt zeige ich euch erstmal wieder den Packungsinhalt, dann das Auto etwas genauer und natürlich auch die Fernsteuerung mit den Funktionen. Und dann werde ich auch mal versuchen, damit zu fahren bzw. zu driften. Und wenn ihr Lust habt, dann gibt es am Ende nochmal eine Verlosung. Da könnt ihr nämlich einen Kamtom gewinnen. Alles weitere dazu dann am Ende des Videos. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Ja, hier haben wir erstmal den Karton. Hier ist schon mal alles Wichtige drauf abgebildet. Wie zum Beispiel, dass er allradbetrieben ist, ein Gyro und eine Beleuchtung verbaut hat. Und natürlich ist der Kleine auch 2,4 GHz. Und hier unten steht nochmal der Maßstab, nämlich 1:32. Es gibt den Kamtom, wie hier vorne abgebildet und wie ich ihn euch zeigen werde, einmal in mattrot. Und auch wie hier seitlich zu sehen ist, einmal in einer matt-schwarzen Ausführung. Hier hinten haben wir noch eine kurze Beschreibung, das zeige ich euch gleich aber alles nochmal etwas genauer. Machen wir erstmal den Karton auf und da haben wir wie immer als erstes die Bedienungsanleitung und ein Infoblatt, dass man die Lenkung nicht von Hand bewegen soll. Beides hier in Englisch und Chinesisch. Dann haben wir als nächstes schon den roten Kamtom, den zeige ich euch natürlich gleich noch etwas genauer. Dann haben wir unter der nächsten Schaumstoffschicht noch eine Tüte mit Zubehör. Hier drin befindet sich ein USB-Ladekabel, ein Kreuzschraubendreher und noch ein Satz Driftreifen ohne Profil. Die benötigt man dann zum richtigen Driften. Und zum Schluss haben wir noch die 2,4 GHz Pistolengriff-Fernsteuerung. Die zeige ich euch wie gesagt gleich auch noch etwas genauer. Aber jetzt zeige ich euch erstmal den Kamtom etwas genauer. Ja, hier haben wir den Kamtom einmal vor uns stehen. Wie gesagt habe ich hier ja die rote Version und ich finde, es ist optisch ein wirklich sehr sportliches Auto. Wir haben hier vorne einen richtig bulligen Kühlergrill mit 4 Scheinwerfern, die auch mit LEDs bestückt sind. Hinten haben wir ebenfalls ein bulliges Heck mit 2 Doppelauspuffrohren und mit 4 Rückleuchten, die ebenfalls mit LEDs bestückt sind. Über das ganze Auto haben wir einen silbernen dicken Streifen gezogen, was noch einmal die Sportlichkeit des Autos unterstreicht. Die beiden Rückspiegel sind hier erfreulicherweise aus flexiblem Gummi, das heißt, die können auch nicht wirklich abbrechen bei irgendwelchen Überschlägen. Die Fensterscheiben sind klar, sodass man auch ins Innere des Autos auf die Technik gucken kann. Und an den Seiten haben wir noch ein paar schicke silberne Schriftzüge angebracht. Ausgeliefert wird der Kamtom mit den montierten, profilierten Racing-Reifen. Das sind Vollgummireifen mit mehr Grip als die zusätzlichen Driftreifen, die aus glattem Kunststoff bestehen. Die Felgen sind hier geschlossen und haben ebenfalls auch nochmal hier so einen Aufdruck drauf. Auf der Unterseite haben wir noch einen Ausschalter, wo wir das Fahrzeug dann anschalten können. Und wir sehen hier auch schon teilweise die Aufhängung und die Lenkung. Die schauen wir uns aber jetzt mal an, wenn wir einmal die Haube abgenommen haben. Um die Haube abzunehmen, müssen wir einmal hinten das Heck etwas nach hinten ziehen und dann können wir die ganze Haube vorsichtig nach oben weghebeln und abnehmen. Aber Vorsicht, hier hängen noch die Kabel für die Beleuchtung dran, die bitte nicht abreißen beim Abheben. Im Inneren sehen wir dann als allererstes den 2S 300 mAh LiPo-Akku. Darunter befindet sich das Board mit dem Gyro, dem Empfänger und der Steuerelektronik. Daneben sehen wir dann hier auf der rechten Seite den Brushed-Antriebsmotor. Der treibt, wie man sehen kann, die Achsen über eine Ritzel-Zahnradverbindung an. Die Lenkung wird hier vorne über ein kleines Mikroservo angesteuert. Ebenfalls haben alle 4 Räder eine Federung. Ist hier natürlich nicht mega doll, aber die Hinterachse lässt sich schön weich einfedern. Die Vorderachse ist etwas härter gefedert. Wie man auch sehen kann, besteht das komplette Auto fast zu 100% aus Kunststoff, macht aber dennoch erstmal einen relativ stabilen Eindruck und es ist dadurch natürlich auch wesentlich leichter, als wenn das Chassis zum Beispiel aus Aluminium bestehen würde. Wenn ihr den Wagen auf Drift umbauen wollt, müsst ihr wie gesagt die Driftreifen aufziehen. Dazu müsst ihr einfach nur die Gummiprofilreifen von den Felgen runterziehen und dann einfach die Kunststoff-Driftreifen aufdrücken und schon könnt ihr mit dem Driften loslegen. Der Kamtom hat eine Länge von ca. 130 mm, eine Breite von ca. 64 mm und eine Höhe von ca. 42 mm. Das Gewicht beträgt ca. 115 Gramm und er soll ungefähr 30 km/h schnell fahren.
Ja, wir haben hier wieder eine einfache Pistolengriff-Fernsteuerung aus Kunststoff dabei. Von der Größe her ist sie jetzt eher klein gehalten, liegt aber trotzdem ganz gut in der Hand. Ist aber auch eher nur für Rechtshänder geeignet, weil das Steuerrad hier auf der rechten Seite sitzt. Der Aufbau der Fernsteuerung ist wie bei einer klassischen Pistolengriff-Fernsteuerung. Hier unten kommen zwei AA-Batterien rein. Das Steuerrad zum Lenken sitzt hier oben auf der rechten Seite, hier in einer schicken Felgenoptik mit griffigem Schaumstoff überzogen. Hier unten bedienen wir mit dem Zeigefinger wieder das Gas, die Bremse und den Rückwärtsgang. Ich denke mal, das weiß mittlerweile jeder, wie das funktioniert. Dann haben wir hier auf der Seite noch ein paar Knöpfe und Schalter. Zum einen ganz links den Ein-Ausschalter. Dann haben wir daneben die Power-LED, die leuchtet, wenn die Fernsteuerung an ist. Darunter haben wir einen kleinen Drehregler, an dem wir die maximale Geschwindigkeit regeln können. Das heißt, ist der Regler ganz nach links gedreht, haben wir die geringstmögliche Geschwindigkeit bei Vollgas. Und wenn wir den Drehregler ganz nach rechts drehen, dann haben wir die höchste Maximalgeschwindigkeit bei Vollgas. Natürlich könnt ihr auch stufenlos die Zwischenstufen einstellen, wenn ihr zum Beispiel das Rädchen nur auf 50% dreht. Dann haben wir rechts als allererstes zwei Knöpfe für die Lichtoptionen. Mit dem oberen Knopf schalten wir das Licht ein und aus. Und mit dem unteren Knopf können wir das Licht von Dauerleuchten auf Blinken stellen. Wenn wir nochmal drücken, haben wir ein schnelles Blinken und wenn wir dann nochmal drücken, haben wir wieder eine Dauerleuchte. Ganz außen haben wir noch zwei Trimmknöpfe für den Geradeauslauf. Hier können wir dann die Lenkung noch etwas nachtrimmen, falls der Wagen mal nicht geradeaus laufen sollte. Der Lenkausschlag ist jetzt hier bei dem Fahrzeug im Allgemeinen aber auch nicht der größte. Da werden wir dann später nochmal sehen, ob das trotzdem ausreicht. Eine Funktion gibt es noch, die aber immer aktiv und nicht einstellbar ist, und zwar ist das der Gyro. Der korrigiert dann, wenn das Auto ohne Steuereingabe ausbrechen sollte. Das sieht man auch hier, wenn ich den Wagen hin und her bewege. Ja, das war es jetzt eigentlich schon zur Fernsteuerung und zu den Funktionen vom CAMTOM. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein paar Runden fahren und driften. Ja, am Ende natürlich wieder ein kleines Fazit. Optisch finde ich den Racer wirklich ganz cool und sieht auch sehr sportlich aggressiv aus. Ich habe jetzt leider die schwarze Version nicht hier, da könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht sogar noch ein bisschen cooler aussieht, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Wegen des Wetters bin ich den CAMTOM jetzt nicht draußen gefahren, aber ich denke mal, aufgrund der Größe ist er auch eher für drinnen oder die Halle gedacht. Hier drinnen auf der PVC-Plane war er mit den Racing-Reifen auf jeden Fall sehr flott unterwegs. Da reichen dann die 3x2 Meter von der Plane nicht wirklich aus. Da könnte ich mir einen größeren Kurs in einer Turnhalle oder so gut vorstellen. Der Kurvenradius ist ja, wie eben schon gesagt, nicht allzu groß. Das merkt man natürlich hier auf der kleinen Fläche schon ganz gut. Auch daher wäre ein größerer Kurs wesentlich besser zu fahren, wenn man nicht driften möchte.
Im Drift geht es dann natürlich noch wesentlich enger um die Kurven und wenn man dann noch die glatten Driftreifen aufzieht, geht es mit dem Driften natürlich noch viel besser. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht der geborene Drifter, wie man auch in dem Video sehen konnte, aber wenn man es kann, dann kann man durchaus mit dem Camptom seinen Spaß haben. Inwieweit jetzt der Gyro da eingegriffen hat, kann ich ehrlicherweise gar nicht genau sagen, da man ihn wie gesagt ja nicht abstellen kann und ich keinen Vergleich habe, wie es sich fährt ohne Gyro. Aber die Power reicht auf jeden Fall aus, um einen guten Drift hinlegen zu können. Wie eben schon kurz angedeutet, könnt ihr auch einen Camptom gewinnen. Da könnt ihr euch dann eine Version aussuchen, also die rote oder die schwarze Version, sofern natürlich lieferbar. Und den bekommt ihr dann direkt von Razordawn, Razordawn zugesendet. Wie ihr teilnehmen könnt, steht natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch auch wieder das Modell. Wenn ihr möchtet, könnt ihr darüber auch bestellen. Dann würdet ihr meinen Kanal etwas unterstützen. Ansonsten war es das wieder für heute mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zum Camptom unten in die Kommentare. Abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.